So ihr Lieben, hallo! Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch in Teil 1, wie ihr eine Fackel, eine LED-Fackel selber bauen könnt. Oder wie ich sie baue zumindest. Ihr braucht einiges an Material, darum habe ich das auch in 2 Teile gesplittet, weil es doch sehr umfangreich ist. Ich baue hier eine römisch- oder antike Fackel, könnte man sagen, und eine etwas archaischere mit einem Birne. Einem Birnenstock quasi. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall habe ich für die antike Fackel einen Holzkern genommen. Das habe ich einfach einen Besenstiel gekauft, den ich abgesägt habe. Genau, und Warblers Finest Art benutze ich als thermoplastischen Stoff. Ihr seht, ich baue auch gerade das Plateau für das LED, welches dann auf den Stock angebracht wird. Das muss ich natürlich zweimal machen, weil ich habe 2 LEDs und 2 Fackeln möchte ich bauen. Darum schneide ich Moosgummi aus, eben in der Größe des Plateaus, und ummantel das Ganze doppelt mit Thermoplast, Sandwich-Methode auch genannt. Achtet bitte darauf, dass alle Moosgummiteile auch einmal erhitzt werden, damit die Luftbläschen rausgehen. Denn später, wenn ihr es einhüllt mit Thermoplast, kommen keine Bläschen hoch oder sehr wenige. Ja. Deswegen immer darauf achten, mit leichter Hitze auf das Moosgummi zu gehen, bitte nicht zu lange, damit es nicht verbrennt. Jetzt nehme ich ein Stück Thermoplast, Warblers Finest Art, und wickle damit den Holzstecken ein. Einfach, damit ich mehr Struktur drauf habe. Natürlich kann man auch stattdessen eine Strukturpaste nehmen zum Beispiel, wenn man möchte. Man kann auch das Holz einfach so belassen. Ich mag es aber einfach mit dieser holzigen Struktur vom Warblers Finest Art. Erhitzt einfach die Naht nochmal gut durch, dann könnt ihr es über den Untergrund rollen oder ihr nehmt einfach einen Gegenstand, mit dem ihr drüber rollen könnt. Ich nehme gerne einen Stift, ihr könnt aber auch eine Silikonrolle nehmen oder wie auch immer. Jetzt fixiere ich das Plateau in der Mitte des Steckens und schraube noch eine Schraube ein, einfach damit das noch stabiler wird. Es kann von Vorteil sein, dass ihr ein Loch vorbohrt, wo dann die Schraube reingedreht wird. Wenn das nicht so klappt, ihr könnt sie auch einschlagen. Ihr könnt auch einen Nagel einschlagen. So geht das schon ganz gut. Jetzt mache ich noch ein Polster, ein doppeltes Polster Moosgummi. Einfach damit das Licht ein bisschen Spielraum hat und ein bisschen lockerer sitzt, ohne zu klappern, wenn man es nicht richtig festkriegt. Oder über die Zeit löst sich das vielleicht auch ein bisschen auf dem Plateau. Hier seht ihr jetzt auch, in die Birne habe ich vorgebohrt. Und da bringe ich jetzt das Plateau auch drauf an. Einfach ordentlich festschrauben. Jetzt kommen wir schon zur Flamme. Ich nehme Warblers Transpa-Art, da habe ich Reste. Ihr könnt allerdings auch einen neuen Bogen nehmen natürlich. Da schneide ich jetzt so ein bisschen zurecht, am besten dreieckige Formen.
Es geht natürlich auch viereckig, aber ihr müsst bedenken, dass ihr das an einer Seite festkleben müsst und dann die Flamme daraus ziehen müsst. Auf das LED mache ich ein bisschen eine rauere Struktur mit Heißkleber, einfach damit schon ein bisschen eine Basis existiert, wo ich dann die Flammenteilchen anbringen kann. Wie ihr seht, klebe ich jetzt einfach die Flamme erstmal an, die Rohflamme nennen wir sie mal so, und versuche mich vorzuarbeiten. Erst die großen an dem Rand, die kleineren kann man dann nach und nach anbringen. Erstmal die großen, die wir dann Richtung oben ziehen müssen. Und wie ihr seht, stelle ich die Heißluftpistole hin, habe auf der einen Hand, mit der ich ziehe, einen Handschuh, da ist ein Hitzehandschuh unten drunter, den Friseure benutzen, und dann eben einen Latexhandschuh oben drüber, damit man auch nicht kleben bleibt. Und ich arbeite mich jetzt einfach Stück für Stück vorwärts. Ihr braucht ein bisschen Geduld dafür. Ich werde vielleicht demnächst mal ein Flammentutorial machen, wo ich einzeln zeige, wie ihr ganz langsam Flammen ziehen könnt. Ihr müsst euch da so ein bisschen dran wagen, ein bisschen ausprobieren. Ja. Wenn es euch leichter fällt, zeige ich euch hier jetzt noch, wie ihr einzelne Flammen, die nicht fixiert sind, ziehen könnt. Natürlich müsst ihr dadurch relativ nah an die Hitze gehen. Da lohnt es sich dann unter Umständen auch einen zweiten Handschuh noch anzuziehen, wenn ihr ein bisschen empfindlich seid. Genau, und die Flammen könnt ihr dann einfach zurechtschneiden, wenn sie ganz erkaltet sind, und mit in euer Konstrukt einkleben. Auch da könnt ihr dann einfach Heißkleber nehmen. Das Thermoplast, also das Warblast Transparart im Speziellen, hat keinen Eigenkleber. Das funktioniert nur, wenn man das Transparart ineinander verwurstet mit Hitze. Dann klebt es auch aneinander. Ansonsten nehmt ihr halt einfach, wie gesagt, einen transparenten Kleber. Heißkleber ist da eigentlich mit am besten. Sekundenkleber geht auch. Da müsst ihr nur darauf achten, dass das vielleicht ein geliger Kleber ist, weil das Material ja flexibel ist. Und wenn ihr jetzt einen Kleber nehmt, der hart wird und nicht flexibel bleibt, dann bröckelt das unter Umständen unschön. Ja. Jetzt ganz zum Schluss schaue ich, wenn ich alle Flammen zu meiner Zufriedenheit an den Seiten angebracht habe, dass ich oben die Kuppe quasi der Flamme komplett erhitze und einmal noch schön eindrehe, dass alle einzelnen Flammenteile in so eine große Flamme auslaufen. Das macht nämlich Stabilität am Ende und sorgt für die Sicherheit, dass nichts am Ende rausfällt. Ja. Kleinere Flammen könnt ihr noch unten ankleben, das ist kein Problem.